So, willkommen. Wir sind immer noch im Hifara-System. Oder Hifara-System. Ich habe keine Ahnung, wie man den Scheiß ausspricht. Und wir sollen in diese Mine, und da habe ich doch gerade vergessen, einen Screenshot zu machen. Mache ich das wieder halt während der Aufnahme. Tut mich leid. So, machen wir das mal so. Sehr schön. Geh weg. Und los geht's. Da fängt auch schon die Mine an zu blinken. Gehen wir doch mal rein. So, da sind wir in der Mine. Gucken. Was denn? Ach, die arbeiten hier. Was ist mit ihm? Dieser Bereich ist zugangsbeschränkt. Ja, das ist schön für dich. Wir gehen ja gleich trotzdem durch. Erstmal nehmen wir aber das Gas hier mit. Mann, das ist doch gefährlich. Hier ist einfach Gas in der Gegend. Die arbeiten ja ohne Schutzmasken und allem. Dieser Bereich ist zugangsbeschränkt. Was wollen Sie? Ich möchte in diesen Bereich hinein. Der Zutritt zu diesem Bereich ist beschränkt. Nur Leute wie meine Freunde und ich können eintreten. Und ich mag sie nicht. Diplomatie. Ich bin sehr sympathisch. Fragen Sie doch mal dran. Mal dran, diese Geldmacher mit den großen Ohren weiß doch überhaupt nicht, was hier abgeht. Alles, was er tut, ist sein Latinum zu sammeln und die Minenarbeiter auszubeuten. Wir sollten dem sagen, was hier vor sich geht. Das ist mehr als eine Mine, oder? Sie haben hier nichts zu suchen und ich bin fertig mit Ihnen. Gehen Sie jetzt, ansonsten werden Sie die Konsequenzen zu spüren bekommen. Es war meine Freude, meine Zeit mit Ihnen zu verschwenden. Tschüss. Na? Nö, er sitzt immer noch da. Und da haben wir schon die ersten Gegner. Gott. Das Schild so schwach, oder was ist da los? Haben wir doch noch angeschissen. So. Geht doch. Mist. Los, heb uns mal auf. Tarsi, falls du überlebst. Na gut, Tarsi überlebt nicht. Ne, irgendwie ist das Schild echt sehr schwach. Habe ich das Gefühl. Gott, jetzt endlich. Sind wir wieder hochgeheilt, der Sack. Und Centurion. Sehr gut. Gucken wir doch mal mit dem Scanner. Captain, das ist eine Reihe von... da ist eine Reihe von Druckplatten in diesem Bereich. Die sind nicht sehr hoch entwickelt, aber die Romulaner mussten vielleicht auf veraltete Sicherheitsmaßnahmen zurückgreifen, weil die Magnetitadern in dieser Höhle Störungen auslösen. Das Problem ist, dass das Magnesit unser T-Kräuter nahezu nutzlos macht. Wenn es etwas auf diesem Mond gibt, dann, dass die Romaner unbedingt eliminieren wollten, dass sie Talaran-Waffen benutzen würden, dann muss es hier sein. Wir müssen herausfinden, wie man diese Druckplatten verwendet und enthüllen, was immer die Romulaner hier zu verbergen versuchen. Ich vermute, dass wir zwei davon aktivieren müssen, um die Tür zu öffnen. Okay. Hier haben wir schon mal eine. Welcher war das? Ne, ich glaube hier der, ne? Ja. So, jetzt muss ich ihn so setzen, dass sie da auch wirklich raufläuft. Da ist immer so ein bisschen dahinter. Weil die leider nicht immer da genau stehen bleibt. Koordinaten eingegeben. So. Dann können wir weiter. Perfekt.
I give the orders here, Commander. You are out of line. With all due respect, sir, there's a difference between protecting the Empire from her enemies and provoking There is much here you do not understand, Janik. The Remans need to know their place. As do you. I will not forget your insubordination, Commander. The Tal Shiar has no place for officers who cannot follow orders. I'll be in the command center. Colonel, they were civilians! Their blood is on our hands! Get used to it. There will be more. Speaking of which, why don't you clean out the brig before you become a resident there? Na, wieder dieser Oder-Archiv. Okay, dann der Gegner. Die sind zum Glück nicht sehr stark. Ach, die Waffe ist schon toll. Vor allem man kann sehr oft damit schießen. So, Bockaktivität. Ja, Widerstand ist zwecklos. Das ist toll. Fahrerweg. Kennen wir ja auch. Die Taparat stellt einen Antrag zur Finanzierung von Bauprojekten in Lakarian City an die Föderation. 47 Verletzte durch eine Bombe an der Universität von Kulat. Der wahre Weg hat sich zu dem Angriff bekannt. Der Taparat erlässt ein Gesetz, demnach die kanadianische Regierung die Vermögenswerte von Personen beschlagnahmen kann, die aufgrund von terroristischen Aktivitäten verurteilt wurden. Okay. Na, ich glaube, das lesen wir uns jetzt nicht alles durch. Die haben hier also eine Spionagestation. Die Festus, keine Ahnung, wo das ist. Taudeva. Ah, die Devana bestimmt. Sternflotte. Und Klingonisches Reich. Wie gesagt, das will ich jetzt nicht alles. Aha, I almost feel sorry for you, but I have my own neck to worry about. I'll be joining you in there soon enough. If Hakiv has his way, we all will. Na dann lehn dich doch auf. Hihi. Können die Zellen öffnen. Die da drüben auch noch. Und schon. Mist. So. Lass mich doch durch. Alter. Dämlich Bürger. So, dann gucken wir mal. Wir werden bestimmt gleich gegen die kämpfen müssen. Rufe ich schon mal mein Sicherheitsteam. Ja, da ist er. Uah. Schnell aktivieren. Ach, die ist schon tot. Vollkommen sonst so gemacht. Enough! I surrender. I value my life more than the Tal Shiar's secrets. I'll tell you anything you want to know. But first you must tell me why you are here and what you want. Warum will der remanische Widerstand diese Basis zerstören? The Remans know about this base? Impossible. Only the leadership of the Tal Shiar know we're here. The Empress herself couldn't find us. I don't believe you. But it makes no difference. This is not a military installation. We listen and record here, nothing more. There are many targets those Reman scum would find much more tempting. Ich brauche mehr als neue Worte, dass diese Basis so harmlos ist, wie sie sagen. Colonel Hakiv will want my blood for this, but take my security code. You can use it to access the control room. You'll find everything you're looking for there. Okay. Noch You was? have what you need. Now please, leave me alone. The Tal Shiar will not look kindly upon my betrayal. I will need to act quickly if I am to survive. Okay. Dann acte mal quickly. Ich hau ab.
zum nächsten. Gucken, ob wir Archiv kriegen. Na, kommt ihr? Vor allem Tarsi. Okay, hier ist nichts los. Läuft einer an mir vorbei. Sehr schön. Alle tot. Ich laufe mal ein bisschen langsamer, damit das Schild sich auflädt. Die Leute hinterherkommen. Oh, da ist er doch. Mist, Schutzschild. How did you find this place? What else do you know? No matter. You won't be revealing anything to your superiors. It's disappointing I cannot give you a proper interrogation. But I have much to do in little time. The self-destruct sequence has begun. This base will be your tomb. Nein. Okay. Hier. Wir können jetzt rein. Er ist weg. Der Reaktor erreicht eine kritische Phase. Wir müssen hier raus. Aber nicht bevor wir herausgefunden haben, was so wichtig für Archiv ist, dass er diese Bank zerstören will. Dann laden wir nochmal die Daten herunter. So. Flüchten Sie aus den Minen. Na gut. Tschüss. Macht's gut, Leute. Hat mich gefreut. Aber ich muss leider gehen. Ich glaube, der Tee ist fertig. Ach nö. Geht weg. Lasst mich gefälligst fliehen, ihr Säcke. So, den nehmen wir mit. Leckere Blutpastete. Haben wir noch was Leckeres zu essen, wenn wir hier rauskommen. Lauf! Lauf! Schnell weg hier. So, und gleich sind wir draußen. Sehr schön. An die Oberfläche mit uns. Haben wir es geschafft. Bams. Jo, hier sieht noch alles normal aus. Tasse geht's gut. Die anderen Bergarbeiter, keine Ahnung. Okay, jetzt sollen wir mal dran wieder reden. Das heißt, der labert uns jetzt wieder die Ohren zu. Oh, guck mal hier. Ist nachgewachsen. Also wenn hier dauernd Gas ausströmt, ich weiß ja nicht. Ich möchte hier nicht unbedingt wohnen. Meine Mine, was haben Sie mit meiner Mine gemacht? Es gab ja eine Plage von Spionen der Talchia, aber ich habe sie soeben ausgeräuchert. Ich habe nichts getan, sie haben der Talchia-Zelle Schutz geboten. Na, sagen wir das. Talchia? Ich bin schockiert. Als ob. Ich hatte keine Ahnung. Ich hätte sie ganz bestimmt nicht da hinuntergeschickt, wenn... Sagen Sie, Sie haben dort nicht zufällig etwas von Wert gefunden, oder? Jedenfalls doch, denken Sie daran, dass ich einen Ex-Office-Vertrag habe. Lassen Sie die Lügen sein, Madran. Ich weiß, dass Sie wussten, wer und was dort unten war. Und was interessiert Sie das? Das ist eine raue Gegend des Quadranten, wissen Sie, und Sie sind gute Nachbarn. Wenn man auf seine Privatsphäre verzichten kann. Ihre Kameras und Abhörgeräte sind überall. Ich hatte kein einziges Problem mit den Orionern oder Erosion, seit sie eingezogen sind. Und es tat nicht weh, dass ich hier und da ein paar merkwürdige Informationen aufgegriffen habe. Ich bin Geschäftsmann und Informationen sind das große Geschäft. Wissen Sie etwas darüber, was Sie kürzlich entdeckten? Leider nein, ich gebe es zu, ich wollte es herausfinden, aber Ihre Systeme waren bombensicher. Ich bin sicher, was auch immer es war, musste eine große Neuigkeit sein. Alle waren ungeduldig. Janek und Hakiv, aber er redeten kaum ein Wort und einmal hörte ich Hakiv etwas über Befehle murmeln. Jemand hat seine Fäden gezogen, aber ich weiß nicht wer. Ich weiß, dass die Talchia-Sicherheit sehr ernst nimmt. Wenn sie es geschafft haben, Dateien aus dem System zu holen, können Sie damit rechnen, dass diese schwer verschlüsselt sind. Glauben Sie beruhigt, ich spreche aus Erfahrung.
Jetzt entschuldigen Sie mich, ich muss hunderte von Romulanern überzeugen, eine neue Mine zu graben, um die zu ersetzen, die Sie zerstört haben. Meine Gewinnspanne für diesen Monat ist dahin. Sie waren eine echte Hilfe, bahnen Sie Bergbett. Gut, sonst komme ich zurück. Ach, machen wir eh nicht, aber egal. Matran scheint nicht viel zu wissen, Captain. Oder er ist zumindest nicht bereit, mit seinen Informationen ohne Bezahlung herauszurücken. Ich glaube nicht, dass er uns noch helfen kann. Wir sollten zum Schiff zurückkehren und unser Glück bei der Entschlüsselung der Dateien versuchen, die wir von Tal Shiar zurückgeholt haben. Ich wette, dass dieses nützlicher sein als alles, was Matran zu sagen hat. Zum Schiff zurückkehren. Dum-di-dum. Gut. Tal Shiar Dinge entschlüsseln. Ach, erstmal hier können wir. Oh. Das ist schon fertig. Antithronengeschütz hatte ich gemacht. Wo ist es denn da? Schiffsbrücke besuchen. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Ach, es dauert jetzt wieder, bis er das lädt. Das ist so ein bisschen nervig. Ein ganz kleines bisschen. Wenn er jetzt mal anfangen würde zu laden, aber irgendwie. Ja, wenn er da keine Grafik zeigt, denkt man, der lädt nicht. Obwohl er natürlich im Hintergrund lädt. Ja, aber trotzdem ist das ein bisschen doof. Na endlich. Geht's ein bisschen vorwärts. Ja, patche noch ein paar Dateien. Ja. Da frage ich mich aber, warum ist das nötig? Eigentlich sollte man, wenn man das Schiff hat, alle dazugehörigen Dateien sollte er gleich reinpatchen und nicht erst, wenn man da auf die Brücke will. Wäre wesentlich sinnvoller. Ja, ich war hier noch gar nicht auf der Brücke, muss ich zugeben. Ich weiß auch gar nicht, welche ich hier ausgewählt hatte. Das ist jedenfalls nicht die Originalbrücke, weil da gibt es, glaube ich, keine. Schön. Wie sitzt du denn auf dem Stuhl? Ein bisschen mehr benehmen hier, bitte. So, wirklich. So, jetzt muss ich mein persönliches Quartier suchen erstmal. Oh, gleich gefunden. Super. Mhm. Schön, schön. Jetzt mal hier. Ja, Bibliothek. Tal Shiar Dateien entschlüsseln. Ah, 5 Dateien. Eifer. Ach, das ist das mache ich jetzt. Das lese ich jetzt nicht vor. Ah, Dateistruktur. Keine normalen. Anormalen. Vergleichen. Fehlinformationen ändern. Das steht nämlich hier. Okay. Akte des Verrats, das war das. Datei öffnen. Analysieren. Passkey anwenden. Eine neue Datei. Fülle. Mal hier gleich raufgehen. Okay. Informationen ändern. Okay. Wechselwirkung, Passkey. Läuft doch. Datei Dringlichkeit. Querbezug wieder. Okay. Was zum Teufel? Na, da weiß ich jetzt nicht, was ich ändern muss. Wir versuchen sagen, es war das zweite. War falsch. Warte. Das war richtig. Keine Ahnung. Das war gerade sehr merkwürdig. Okay. Wechselwirkung haben wir noch nicht. Ach so.
Wechselwirkung ist das, was wir entschlüsseln müssen. Querbezug. Keine Aufzeichnung, fehlerhafte. Okay. G-Rock. Vulkan. Perfekt. Passkey. So. Geheime remanische Basis im Dera-System entdeckt. Leuchtposten Hephaestus hat gemeldet, dass es im Dera-System zu einem Anstieg der Subkombination des Schiffsverkehrs gekommen ist. Die Analyse der Kommunikation und des Schiffsverkehrs weist Verschlüsselungsmuster auf, die normalerweise von den Remanern verwendet werden. Der Talchia hat daraufhin ein Schiff abgefangen, welches das Dera-System verlassen wollte, und 47 remanische Zivilisten gefangen genommen. Die Passagiere und die Crew wurden kurzerhand auf Befehl von Colonel Hakif exekutiert. Der Kapitän und der erste Offizier wurden jedoch verschont, um die Verhöre zu unterziehen. Während eines dieser Verhöre gab der Captain des remanischen Schiffes einen Sicherheitsschlüsselpreis, mit dem die verschlüsselten Kommunikationen entschlüsselt werden konnten, die an das Dera-System gesendet wurden. Die verschlüsselten Nachrichten belegen, dass es in diesem Teil des Weltraums eine Basis gibt, die vom remanischen Widerstand genutzt wird. Empfehlung: Es sollten umgehend Schiffe des Talchia an das Dera-System geschickt werden, um die Basis einzunehmen und ihre Bewohner gefangen zu nehmen. Die Talchia plant einen Angriff auf eine remanische Basis. Wir müssen diese Information sofort an Admiral Tenney auf der Sternenbasis 39 Sierra übermitteln. Na gut. The Talshar records you recovered showed that Hakib and his forces had been targeting the Remans for months. Obasek and his followers had been driven from their homes, had their ships destroyed, and their loved ones killed or imprisoned. Some might say that Obasek's campaign against the Talshar is just. However, Obasek was planning on using Thalaron weapons in the Bahar system, which would have killed hundreds of innocent civilians as well as the Talshar cell there. This is the problem with revenge. Violence and fury only create more pain and suffering. No, das stimmt. Juhu, wir haben ein frisch geschlüpftes Horta bekommen. Mal gucken. Wenn es denn... Da ist es. Ist es nicht süß? Oh. Oh. Jetzt ist leider links weggegangen, ne? Patrouille will ich nicht. Nee, Episoden. Gott, wie viel haben wir denn noch hier? Kann man immer nachgucken, wie viel noch kommt. So, gefroren. We know from the information you recovered from the Vahar system that the Tal Shiar are planning to attack a Reman settlement in the Dara system. We have an opportunity to reach the settlement first. This may be a completely internal matter, and if so, the Prime Directive will come into play. We will not be able to interfere, but if there is an outside influence directing these matters, we must know what it is. Our encounters with the Undine and the Changelings have proven that there are entities attempting to move the powers of the Quadrant like pieces in a cow-toe game. It is essential to protecting the Federation to see these attempts for what they are and counter them. I want you to go to the Dara system and learn more about the Reman uprising. The Remans will have hidden their base, so you may have to use subterfuge to find it. One more thing. I realize this is a dangerous situation and that you may be drawn into conflict, but do not antagonize the Remans or the Romulans if you can avoid doing so. We are already at war with the Klingon Empire. I would prefer to avoid another extended conflict. Ja, machen wir doch. Akzeptieren. Gut, dann würde ich sagen, können wir wieder Ende machen hier. So. Nichts mehr zu tun. Wir müssen erstmal dahin fliegen. Das dauert ja eine Weile. Dann sage ich mal hier schon Tschüss. Und bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zusehen.